Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Heute geht es um Pickups, Tonabnehmer in der elektrischen Gitarre. Und zwar habe ich zwei meiner Gitarren mit neuen Pickups ausgestattet und möchte euch hier mit diesem Video von meinen Erfahrungen berichten, die ich gemacht habe und die sicherlich, wie ich hoffe, dem einen oder anderen nützlich sein werden. Tonabnehmer sind in der Kette der Tonentfaltung ein ganz, ganz wichtiges Element. Bevor ich jedoch in das Thema einsteige, begrüße ich erstmal alle, die live dabei sind. Und dann schauen wir doch mal, wer sich heute alles hier versammelt hat. Aha. Ja, servus Joe, hallo Nicola, hallo Stefan, Erwin, Hans, Wolfgang, alle, die neu dabei sind. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zur üblichen Stunde. Und heute braucht ihr nichts üben, nur genießen und zuhören, eure Ohren spitzen. Und ich hoffe, dass Bild und Ton heute okay ist. Super, ich finde das Thema ist sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall, liebe Christiane. Und ich hoffe, ich kann euch einige neue Insider-Informationen auch heute mitgeben. Hallo an alle, hallo Jörg, hallo Tim, Toto, Hartmut, Joe. Also, liebe Grüße an euch alle. Ich werde, hallo Martin, super, Bild und Ton, okay, danke lieber Stefan. Also, Amber Pickups. Ich werde gleich über die Pickups reden. Aber bevor wir in diese Tonabnehmer und die Story einsteigen, rede ich jetzt ein bisschen über Tonabnehmer mit euch, sodass ihr da so ein bisschen eine Basis bekommt zu der Wichtigkeit des Tonabnehmers in der elektrischen Gitarre. Und ich kündige gleich an, dass ich ein Video drehen möchte in der nächsten Zeit, wahrscheinlich aber erst im nächsten Monat, wo es wirklich komplett um das Thema Tonabnehmer geht, eine extrem wichtige Komponente. Okay. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir ein bisschen in das Konzept hier rein, bevor ich euch zu den Hörbeispielen bringe. Und da werde ich spontan spielen, was mir so im Sinn kommt. Ich bin hier verbunden mit dem Helix von Line 6 über meine Studiomonitore hier im Hintergrund. Ihr kennt mein System hier. Wir haben ein hochwertiges Raummikro, sodass wir den Klang des Sounds nicht direkt aufgenommen, sondern über den Raumklang auch wahrnehmen können, wie es tatsächlich klingt. Okay. Und ich denke, für jeden ist es ein relativ leicht verständliches Konzept, dass die wichtigsten Elemente einer E-Gitarren-Live-Kette Gitarre und Verstärker sind. Na? Also die Gitarre an sich als Element, der Verstärker als Element. Aber was ist das drittwichtigste Element? In meiner Sichtweise sind das die Pickups. Warum? Weil sie das kritische, wesentliche Bindeglied zwischen deiner Gitarre und deinem Verstärker sind. Das ist der Tonabnehmer, der das Signal der Gitarre an den Verstärker überträgt und gleichzeitig wie so ein Art, wie die Amis sagen würden, Gatekeeper, also der Schlüsselöffner, fungiert, indem der Tonabnehmer bestimmte Frequenzen, die von deiner Gitarre kommen, verstärkt, also besser hervorhebt oder sie ein bisschen beschneidet, je nachdem, was du für einen Klang mit deiner Gitarre erzeugen willst. Die Bandbreite hier ist enorm. Deswegen werde ich ein weiteres Video drehen, wo es nur um Tonabnehmer geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben schon über Verstärker und Effekte gesprochen, über E-Gitarren, aber Tonabnehmer ist das nächste Thema. Während Tonhölzer und die Konstruktion der Gitarre einen Großteil der gesamten tonalen Eigenschaften ausmachen, sind die Tonabnehmer die Quelle des primären Tons. Und sie formen sehr stark die Persönlichkeit, den Charakter, indem sie den akustischen Ton, der in der Gitarre innewohnt, also der zu etwas formen, das in der Idealvorstellung raffinierter, klanglich attraktiver, artikulierter, also
präziser und dynamisch ansprechend ist. Also dynamisch ansprechend. Also von laut, leise alle Nuancen wiedergibt, bevor das Signal den Verstärker und die Lautsprecher zu der weiteren Tonformung erreicht. Also Gitarre, Komponenten der Gitarre, der Tonabnehmer, der bestimmte Frequenzen verstärkt oder vermindert und dann über das Kabel oder hier über Funk, heute gar kein Problem, klingt genauso gut wie ein Kabel, den Verstärker erreicht. So eine der einfachsten, und jetzt kommt der Punkt, und schnellsten und manchmal sogar günstigsten Möglichkeiten, den Klang einer Gitarre deutlich zu verändern oder zu verbessern, ist die Veränderung durch den Austausch eines Tonabnehmers oder aller Tonabnehmer. Einfach ausgedrückt, kann ein schlechter Satz von Tonabnehmer eine große Gitarre lausig klingen lassen, aber ein guter Satz von Tonabnehmern kann eine billige Gitarre tatsächlich ziemlich gut klingen lassen. Habe ich alles schon gemacht. Also, nur zur Erinnerung, in den ganz früh, als E-Gitarren rauskamen, kamen auch billige Low-Budget-Gitarren. Die Namen kennt keiner mehr. Harmony, Silverstone in den 60ern, die aus Sperrholz und ganz komischen, mysteriösen Materialien zusammengebaut wurden, aber mit diesen Goldfolien-Tonabnehmern ausgestattet waren, die selbst fast so genauso viel auf dem Gitarrenmarkt jetzt einbringen, wie die gesamte Gitarre, in die sie eingebaut wurden, weil diese Tonabnehmer ein Volltreffer waren und so ziemlich jeden Gitarrenklang magisch verzaubert haben. Während der Wechsel der Pickups einer Gitarre ein signifikantes Makeover sozusagen oder Make-up der Gitarre verleihen kann, verbessert ein gutes Set von Pickups im Grunde genommen das, was bereits vorhanden ist. Also, wenn die Gitarre schon gut klingt, es kann also eine Gitarre nicht vollständig in ein anderes Gerät verwandeln. Eine Möglichkeit, da als Beispiel fällt mir ein, du kannst einen Corvette-Motor natürlich auch in einen Polo einbauen. Der Polo wird wahrscheinlich eine Wahnsinnshöchstgeschwindigkeit erreichen und du wirst die Leistung des Polos verbessern, aber er wird diesen kleinen Wagen nicht in eine Corvette, nicht in die Straßenlage und nicht in einen Porsche verwandeln. Okay? Also, ebenso kannst du eine Stratocaster, so eine Art Gitarre wie diese hier, durch den Einbau von zwei super Puff-Tonabnehmern Humbucker nicht in eine Les Paul verwandeln. Denn es gibt viel mehr, was den Klang einer Gitarre beeinflusst, wie Korpus, Holz, Mensur, Hals, Kopfplattenwinkel, Brückenkonstruktion und so weiter. Aber ein Tonabnehmertausch wird sicherlich die Leistung und Persönlichkeit der Gitarre verändern. Noch ein Punkt, bevor wir dann in die Klangbeispiele gehen. Die Zahl der Firmen, die heute Tonabnehmer herstellen, es ist unüberschaubar geworden. Es ist erstaunlich beeindruckend. Deswegen gehen auch die meisten Kunden zu den großen Herstellern wie Seymour Duncan, DiMarzio, das sind so die bekanntesten, oder zu den Gitarrenherstellern wie Fender, Gibson, Gretsch, PRS, denn die verkaufen ihre Pickups auch einzeln und sind fast schon so große Spezialisten geworden wie eben die beiden genannten Seymour Duncan und DiMarzio. Sie bieten eine unglaubliche Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten, auch was den Sound, die Optik angeht. Also vom traditionellen Gibson-Style Humbucker bis zu Strat-Tele-Single-Coils. Okay? Und selbst die meisten kleineren Boutique-Hersteller, und da zähle ich jetzt nicht alle auf, aber nur so ein Beispiel, B. Lawrence, Lindy Fralin, also die bekanntesten Mojo Tone, Rio Grande, Suhr, Van Sant, Wilkinson, ja, bieten eine beeindruckende Modellvielfalt. Okay? Neben den Spezialisten wie Duncan, EMG, nicht vergessen Bartolini, Fishman und Les Sensor. Also, Tonabnehmer sind also eine relativ günstige Investition. Und solange Tonabnehmer, die du tauscht, die du jetzt neu einbaust, die gleiche Größe haben, wie die bereits in der Gitarre vorhanden sind, ist so eine Modifikation leicht umkehrbar.
jetzt kommen wir zum Thema. Wir gehen jetzt mal hier auf die Seite. So, ich muss mal kurz hier wechseln und dann für euch hier auf diese Seite gehen. So, wir sind jetzt auf der Amber Pickups Startseite. Ich packe jetzt noch hier eine Cam rein, dass ihr mich sehen könnt. So, hier unten bin ich im Bilde. Machen wir Bild kleiner. Okay, so dass ihr mich auch hört. Und in dieser Gitarre hier sind jetzt diese Tonabnehmer drin. Genau, die P90 Style, ihr seht es, auch von der Farbe her. Also an der Optik hat sich an dieser Gitarre nichts geändert zu vorher. Vorher war ein Wilkinson, das ist eine Fred King Wilkinson Custom Shop Gitarre. Und jetzt sind die Soap Bar Cream Pickups hier drin. Die kann man auch in schwarz bekommen oder die sogenannten Dog Ears. Aber die klingen hier beim Herrn Wolfgang Damm alle gleich. Okay, hier seht ihr auch schon, was die kosten. Also das ist schon eine Investition bei 3 Stück. Hab mir sehr lange überlegt, welche ich reinmachen soll und habe mich für Amber entschieden. Warum? Erzähle ich euch im Laufe des Videos. Okay, also gehen wir nochmal auf die Startseite. Und das ist jetzt, bevor ich spiele, typisch für eine Startseite eines Menschen, einer Firma, die Wert legt auf Qualität, auf das Produkt. Hier wird kein großes Marketing betrieben. Das Produkt spricht für sich in der Qualität, dann, wenn du es mal verwendest. Also hier wird nicht viel geschrieben. Suchen Pickups, die wirklich klingen, Pickups mit Dynamik und Charakter, dann sind sie hier richtig. Amber Pickups ist spezialisiert auf handgewickelte Tonabnehmer. Und hier habt ihr dann die Produkte, eine englische Variante, ein bisschen was über uns, keine Angeberei, ich gehe gleich mit euch auf die Duncan und die Mazio Webseite und dann werdet ihr euch wundern, was es da alles mittlerweile zu sehen gibt und was für komische Auswüchse die Welt genommen hat, in der wir leben. Aber jetzt gehen wir mal in die Klangbeispiele. Ich starte gerne mit dem Front Pickup, sodass ihr mal hören könnt, wie das klingt. Ich werde hier ganz normale Grundakkorde greifen und dann schalte ich durch die einzelnen Tonabnehmerpositionen. Das ist ein Clean Sound, ein Fender Deluxe Reverb im Helix mit ein bisschen Hall. Und sonst keine Effekte. Position 4, wie man das so schön sagt. Position 2. Position 1, hintere Pickup. Front Pickup. Zweite. Mittel. Zweite Position. Hintere. Also man hört ganz deutlich die Unterschiede in den einzelnen Positionen. Sie sind auch erstaunlicherweise alle gleich laut. Man hört, wie der Charakter der Pickups sich ändert. Ich habe einen Hauch die Lautstärke zurückgedreht, was ich immer mache, wenn ich Begleitung spiele. So, und jetzt machen wir einen Lick hier mal in der C-Moll-Pentatonik.
alles im Clean-Bereich, also man hört ganz genau die Unterschiede. So vom Klang her, was höre ich? Ich höre eine Klangoption, die sich zwischen dem klassischen Single Coil befindet. Also der klingt, ihr werdet das auch im verzerrten Betrieb gleich hören, der klingt viel vollmundiger. Viel voller, hat wunderschöne Bässe auch. Sehr, sehr schöner Front-Pickup, gefällt mir extrem gut. Der Mittel-Pickup ist super für Don't let them fool you. Der ist schön drahtig, der geht auch für Blues wunderbar. Was sich verbessert hat durch diese Pickups ist der Sustain der Gitarre. Ich werde jetzt auf den Plexi Marshall gehen, ohne irgendwelche Effekte, ein bisschen Hall drauf und dann schauen wir uns mal an, was hier passiert. Hinterer Pickup, also Position 1. Wie klingt das? Und jetzt allein durch den Anschlag. Achtet auf die Dynamik. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Motiv spiele, und hier noch einen Tube Screamer hinzupacke, dann achtet mal hier, wie mächtig dieser Pickup ist, der hintere jetzt. Lautstärke zurück. Kann man wunderbar die Verzerrung kontrollieren, obwohl ich jetzt einen Marshall drin habe und einen Tube Screamer. Das ist die Magie dieser Tonabnehmer. Achtet mal, was passiert. Ein verzerrter Marshall. Tube Screamer davor und also in der Dynamik ein etwas fast schon Unglaubliches. Also ich spiele jetzt so ziemlich lange E-Gitarre und habe in der Dynamik, also in dem Verhältnis zwischen den Möglichkeiten mit einem verzerrten Sound, fast schon es ist schon extrem verzerrt. Also ich gehe jetzt mal hier im G noch runter beim Tube Screamer und dann hast du das hier. Mama thinks that you need
'cause I can't use it anymore. Und jetzt nur mal der gleiche Sound, ein bisschen Delay drauf und achtet mal, was da passiert solomäßig mit der Gitarre jetzt. Ne? Ihr kennt wahrscheinlich dieses Solo, ich werde es mal kurz anspielen. Okay, hier hat es mir jetzt den Chat, ihr habt mich nicht im Chat hier unten drin, also hört mal hin. Und dann Superstitious, wie ging's denn nochmal? Ich versuche als Dinge, das ist halt live und das macht euch ja natürlich auch Spaß, das mal zu sehen, dass ich nicht alles aus der Erinnerung herausspielen kann. Aber hört mal. Der Sustain. Und dann einfach auf dem Marshall bleiben, den Tube Screamer rausklicken und achten. Wahnsinn. Okay, also ich habe mich ja mehrfach verspielt, gerade eben bei dem Europe-Ding, aber das Solo muss ich noch üben. Ne? Ich habe das gerade mal aus Erinnerung wieder versucht. Aber nur, dass du hörst, wie das klingt, das sind nicht die Spirit of 59, die Spirit of 59 kommen jetzt noch. Horst, wie siehst du den Vergleich der P90 mit den Exchanger P90 Pickup-Simulation? Der Exchanger kann nicht besser klingen wie die hier. Also wenn ich den dann aktiviere, dann höre ich da keine große Veränderung mehr. Ne? Also das ist meine Meinung hier, bevor ich jetzt ewig lang über diese Pickups rede. Das Nonplusultra an P90 Pickups. Mein Instinkt, mein Vertrauen in die Qualitäten von Herrn Wolfgang Damm hat sich bezahlt gemacht, falls er dieses Video jetzt sieht. Herzlichen Dank für diese Tonabnehmer. Ich kann meine Begeisterung nicht zügeln. Sie haben die Wilkinson, die drin waren, lass mir das so erklären, die waren auch sehr gut. Die waren gut, die hatten einen eigenen Charakter, aber gegen die Dynamik und gegen den Klang der Gitarre, die diese Tonabnehmer jetzt aus meiner Gitarre rausholen, sowas habe ich ganz ehrlich noch nicht erlebt. Ja? Also, Hut ab. Ja. Es ist so Wahnsinn, wie diese Tonabnehmer klingen. Ich kann euch meine Begeisterung gar nicht groß genug erklären. So, das war es jetzt einmal mit den P90 und jetzt kommt das, worauf viele hier gewartet haben, nämlich ich habe hier
die PRS am Start. Und hier sieht man eine kleine optische Veränderung. Ja, Günther, jetzt kann es gespannt sein. Jetzt könnt ihr mal richtig gespannt sein, was jetzt kommt. Also, ihr Lieben, ihr seht schon mal optisch eine Veränderung hier. Die Pickups, die hier drin sind, ich gehe jetzt mal bitte auf die Website. Ich muss das jetzt mal kurz machen hier. So, was wir jetzt haben in dieser Gitarre sind die Spirit of 59, hier von Amber, vieradrig, also Splitbar mit Single Coil Sounds. Und zwar habe ich eingebaut die Crosspoint. So, hier steht der Steg-Pickup, der 59 Crosspoint hat einen direkten, straffen Ton, kann daher besonders gut für rockige Rhythmusarbeit eingesetzt werden. Und hier ist ein Hauch mehr Leistung in diesen Tonabnehmern. Ne? Beste Transparenz, hervorragende Seitentrennung und historisch korrekt gewickelt. So, jetzt hören wir mal rein, was hier los ist. Ja. Wie das hier klingt. Okay, also, ihr seht schon, in der Optik hat sich einiges geändert. Die Pickups, die drin waren in der PRS, waren schwarz und sie waren vom Sound sehr, sehr gut. Extrem gut. Aber für meinen Geschmack und mein Grundgedanke hinter dem Tausch, die PRS-Pickups waren für mich ein bisschen überzüchtet. Sie waren sehr, sehr laut, sehr empfindlich und hatten aber einen tollen Klang. So, was ist jetzt passiert? Da habe ich in einem anderen Video die Gitarre schon mehrfach gespielt und dann konntet ihr hören, welche Gedanken ich zu den Pickups hatte. So, was ich jetzt mache, ich gehe auf den Clean Sound, bleib und ich habe hier zwei Schalter. Also ich habe jetzt hier den Front Pickup, beide zusammen, hinten. Und dann hier mit den beiden Dip-Schaltern kann ich zu jeder Zeit den Tonabnehmer nach hinten zum Single Coil, nach vorne zum Humbucker umschalten. Ich bleibe jetzt mal auf den Single Coils und hört mal bitte, was jetzt soundmäßig hier passiert. So, wir sind auf dem Fender Amp von vorhin im Single Coil Modus. Front Pickup. Front Pickup Single Coil. Mittenposition, beide Pickups Single Coil. Sustain. Unglaublich. Hinterer Pickup. Single Coil. Front Pickup gesplittet. Im Single Coil Modus. Mittenposition, beide Pickup Single Coil. Hintere Pickup Single Coil. Mittenposition Single Coil. So, was wir hier haben
verwendbare, cleane Single-Coil-Sounds. Jetzt gehen wir auf Humbucker. Front Pickup Humbucker. Und dann hört ihr cleaner Fender Amp. Mittenposition Humbucker. Hintere Position Humbucker. Dynamik. Im Humbucker. Das war der Clean Sound. Jetzt gehen wir wieder auf den Marshall von vorhin, ohne zusätzliche Effekte. Keine Klangveränderung, dieselben Einstellungen. Hinterer Pickup im Front Pickup im Single Coil Modus. Front Pickup im Single Coil Modus. Hinterer Pickup im Single Coil Modus. Marshall. Mittenposition im Single Coil Modus. Wow. So, es ist so schwer. Egal was irgendeiner sagt. Es ist so unglaublich schwer, Humbucker zum Klingen zu bekommen im Single-Coil-Modus. Die meisten klingen dünn und nach gar nichts. Und bitte nicht vergessen, wir spielen hier eine Les Paul-typische Mahagoni-Gitarre mit eingeleimtem Hals, ne, nicht angeschraubt. Das kann jetzt nicht so spritzig klingen wie eine Strat. Also bitte, kein Bullshit, ne, sondern straight. Single-Coil-Modus hier drin, krass. Und komme jetzt nicht mit steril. Toto, das ist Bullshit. Das ist, das regt mich jetzt schon auf, wenn ich das lese hier. Ne? Also, das stimmt überhaupt nicht. Das hat nichts mit steril zu tun, sondern die Schwierigkeit ist es, den goldenen Mittelweg zu finden zwischen einem Single-Coil-Sound, den du in einer Les Paul überhaupt verwenden kannst. Das meiste ist grotesker Schrott, der da rauskommt aus diesen Gitarren. Und das ist ein Single-Coil-Sound, das bedeutet, du kannst die Gitarre wirklich clean, wenn du Begleitung spielst mit so einem Instrument und nicht permanent wechseln willst auf eine Stratocaster mit Single-Coils, das kannst du verwenden. Die Pickups, die drin waren im Single-Coil-Modus wie zurückgedrehte Humbucker. Und ich hatte bei weitem nicht dieses Perlige, das so... Und wenn dann auf den Humbucker gehst, mit dem Tube Screamer.
Leute, ich kann euch nur eins sagen. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Absolut. Und die Gitarre klingt jetzt drahtiger im Single-Coil-Modus wie vorher. Ich glaube nicht, dass noch viel mehr rausholbar ist im Single-Coil-Modus mit den Humbuckern. Aber im Humbucker-Modus habe ich jetzt die Gitarre viel stärker in Richtung Les Paul geschoben. Diese 59er Ambers sind absolut in der Top 5 der weltweit besten Puff-Pickups. Lieber Herr Damm, wenn Sie das hören, Ihre Puff-Pickups, die Amber Crosspoints oder die ganz normalen Spirit of 59 sind in der Top 5 der besten Puff-Pickups. Ganz, ganz oben in der höchsten Liga, die es gibt. Und das ist meine absolute Empfehlung hier. Und natürlich gibt es noch eine Handvoll andere Hersteller, die das auch schaffen. Und das sind dann Nuancen. Aber das hier ist die Crème de la Crème an Pickup. Glaubt mir bitte, da könnt ihr mir vertrauen, die Crème de la Crème. Ich habe die Clubmanner Single Coils in meiner anderen Gitarre. Überragende Single Coils. Und die Humbucker von ihm habe ich auch schon gespielt. Und ich habe mich bewusst für diesen Setup hier entschieden, für diese Tonabnehmer entschieden, weil ich glaube, für meinen Geschmack ist das das Beste, was es gibt in dem Humbucker-Format. Noch ein paar Riffs. Und was absolut überragend ist bei beiden Gitarren, ist die tonale Saitentrennung. Die Saitentrennung. Front Pickup. Und dann achte drauf, dasselbe Sound, wirklich dasselbe Sound. Ich kann jetzt zum Beispiel used to be so easy to give my heart away. But I found that the hard way is a price you have to pay. When I fell in love, there's no friend of mine. Known time after time, oh, so long. Hört mal hin, Mann, so long ago, but I still got a blues for you.
So, ihr Lieben. Also, wir haben 3 Komponenten in der Sounderzeugung. Ich danke euch. Ich zerschlage sie nicht. Ne? Wir haben 3 Komponenten. Wir haben die Gitarre, wenn die gut ist, wenn die Pickups richtig gut sind und dein Verstärker richtig gut, dann hast du das Gesamtpaket so weit optimiert, dass das unglaublich klingt. Jetzt, was kann ich noch als Schlusswort sagen, als Fazit? Außer, dass ich noch nie so begeistert war von Tonabnehmern und dass diese Pickups in guten Gitarren, bitte überfallt jetzt nicht den Wolfgang Damm und ordert, weil dann kommt es zu Wartezeiten. Aber wenn ihr bei ihm irgendwas bestellt, irgendwelche Tonabnehmer, dann richtet ihm von Horst Keller einen Gruß aus und er ist zu 100% zufrieden und glücklich mit diesen Tonabnehmern. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie die hier in einer richtig guten Les Paul klingen. Ich glaube, ich würd noch mehr durchdrehen. Ne? Also, Volltreffer, beide Pickups. Nächste Woche oder in 2 Wochen drehe ich das Video zu den Fishmans. Ich habe in der Strat, die hinter mir steht, das Fluence-Set von Fishman eingebaut. Und das wird nochmal ein ganz interessantes Video. Ich hoffe, dass ihr dann auch alle einschaltet. Aber ich möchte euch nochmal kurz was zeigen, nur zum Schluss, um euch da das nochmal ans Herz zu legen. Passt mal auf, bitte. Also klar, die Webseite Amber Pickups. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, bleibt bei mir, auf Seymour Duncan gehen, dann seht ihr schon, hier ist ein ganz anderes Marketing am Start. Hier werden auch, da haben wir dann schon Joe Bonamassa und so weiter und so weiter. Und dann Pickups ohne Ende und gute Tonabnehmer. Auch handgefertigte gibt es hier bei Seymour Duncan. Ich will das jetzt nicht außen vor lassen. Also nicht umsonst ist Seymour Duncan und die Mazio die beiden erfolgreichsten. Ne? Die haben auch gute Tonabnehmer. Aber auch sehr, sehr gutes Marketing. Ne? Extrem gut. Und die schenken sich nichts. Hier bei Dimazio ist es dann teilweise ein bisschen sehr amerikanisch, wie ich finde, was dann das Marketing angeht. Da wird dann, cool, ne? Wer will nicht mit diesen Leuten hier werben? Und natürlich eine unglaubliche Vielfalt. Aber oft ist es so, dass weniger mehr ist. Und man nicht sein Leben lang suchen muss, wenn man einen bestimmten Ton haben möchte. Ja, also alles hier dabei. Na, was kann man hier falsch machen mit Locator? Also die Mazios und die Seymour Duncan sind auch sehr, sehr gut. Und last but not least, wir hier in Deutschland haben zwar nicht so ein gutes Marketing wie die Amerikaner, aber wir bauen verdammt nochmal extrem gute Tonabnehmer. Und jetzt ist der Ball natürlich bei dir im Feld. Jetzt kannst du für dich entscheiden, was deine Ohren dir sagen, was für dich wichtig ist. Für mich ist wichtig, der Tonabnehmer soll die Charakteristiken meiner Gitarre wiedergeben, sie nicht verfälschen. Er soll mich unterstützen, wenn ich leise und laut spielen will. Er soll also sehr dynamisch klingen. Er soll klingen, auch wenn ich die Lautstärke zurückdrehe. Die Gitarre soll klingen im Single Coil und im Humbucker-Modus und nicht im Single Coil Modus nach hinten wegfallen. Die P90 Pickups sind ein Sonderfall. Sie sind so zwischen denen. Sie singen unglaublich. Und zwischen einer Strat, also ich wollte immer eine Gitarre haben damit. Es ist nicht für jedermann, weil der Kontrast zwischen den Humbuckern und der Strat genau in der Mitte liegt. Aber es ist eine Klangfarbe, die mir auf Aufnahmen sehr, sehr gefällt. Und nächste oder übernächste Woche mache ich dann die Fishman Fluence Pickups, die auch etwas ganz Besonderes sind, ohne Weiterentwicklung. Und es wird auch nochmal ein ganz interessantes Video. So, ihr Lieben, braucht man 400 Euro Pickups in einer 200 Euro Gitarre oder bitte nein.
wenn du jetzt eine Gitarre hast im Wert von einem Mexico Strat vielleicht von 600, 700 Euro, du willst bessere Single Coils reinmachen, dann musst du nicht 400 Euro investieren. Da gibt es wunderbares Material da draußen. Auch von deutschen Herstellern, Barfuß Pickups zum Beispiel, macht tolle Tonabnehmer zum guten Preis. Ja. Oder du packst dir ein Set von Seymour Duncan, ein fertiges Set rein und deine Gitarre wird besser klingen. Oder du hast eine Einsteigergitarre, beispielsweise im Bereich 200, 300 Euro, du willst sie aufwerten mit Tonabnehmern, dann findest du ein fast schon Überangebot an guten, auch von den Herstellern. Du kannst bessere Tonabnehmer einbauen. Das hier ist eine hohe Investition und ist einer Gitarre in der Preisklasse wie die Paul Reed Smith hier sehr, sehr würdig. Okay, das möchte ich nochmal betonen am Ende. Also du musst nicht 400 Euro Pickups investieren in eine Gitarre, die nur 300 oder 500, 600 Euro gekostet hat. Das ist übers Ziel hinausgeschossen. Dann spar lieber für eine oder zwei Gitarren, die sehr hochwertig gebaut sind, stimmstabil, tolle Intonation, tolle Dynamik und entscheide dich dann für High-End-Pickups wie Amber, Klopman natürlich, ganz, ganz vorne, Hardy Häusl aus Deutschland. Das sind die Tonabnehmer. Wir müssen nicht immer über Lande gehen und dann dort in dieser unglaublichen Auswahl an Pickups hunderte ausprobieren, bis wir die gefunden haben, die zu uns passen. So, ich gucke noch mal kurz in den Chat. Wenn das Gesamtpaket stimmt, kann man anfangen Gitarre zu lernen. Super. Fishman Flurz. Wünsche noch ganz viel Spaß im PS. Hammermäßig. Ja, danke. Macht der Keystone noch Sinn? Natürlich. Lieber Dennis. Warum soll der keinen Sinn machen? Ich habe jetzt, je besser der Ursprungssound hier drin ist, natürlich macht es jetzt keinen Sinn, mit den Tonabnehmern im Keystone Exchanger auch die 59er Puffs anzuspielen. Das gibt keine große Veränderung. Aber wenn ich mit diesen dynamischen Monster-Tonabnehmer zum Beispiel den modernen Humbucker im Keystone anspiele, habe ich ein Brett, das ist unglaublich. Oder wenn ich auf Single Coil hier umschalte und dann dort auf Single Coil umstelle, klingt es noch geiler. Das wäre schon wieder ein Video für sich. Ne? Schau es mal, würdest du sie in eine PRS S2? Selbstverständlich, weil die S2 ist eine sehr, sehr gute Gitarre. Eine sehr gute Gitarre, warum nicht? Absolut. Diese Gitarren sind so hochwertig gebaut, da kannst du nur gewinnen. Okay, ich gucke nochmal, ob noch welche Fragen haben. Ja. Ja. Wie der Horst mit den kleinen Fingern immer diese Spreizungen hinbekommt. Ja, das war halt langes Training natürlich, ne? Dieses Zeug hier, ne? Dass ich dann da... Was ich gemacht habe, um diese Spreizung hinzubekommen, Joe, ist, dass ich Doppelpentatoniken geübt habe. Ne? Also Pentatonik 1 in A und die zweite gleich dazu. Und dann zum Beispiel das getappt habe. Ich habe keine langen Finger. Das sind normal, ganz normal, relativ kurz. Die von Paul Gilbert sind so lang. Und so habe ich das trainiert. Ne? Ich kann sogar noch einen Bund weitergehen. Aber ich rate dir, vorsichtig mit diesen Stretches umzugehen, damit du da keine Probleme bekommst. Das braucht sehr, sehr viel Training. Ich war vorhin nicht warm gespielt, ich habe mich auch ein paar Mal verspielt, aber das ist mir völlig egal, weil es ist live. Okay? Also ihr Lieben, das sollte es für heute gewesen sein. Ich freue mich, euch nächste Woche in einem weiteren Live-Video begrüßen zu dürfen. Vielleicht mache ich da mal das Superstitious Solo, da muss ich halt es noch ein bisschen üben, so dann kann ich das mal mit euch durchgehen. Da gibt es einiges zu lernen von Key Marcello. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Ich freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn das Video jetzt online ist, würde ich mich über deine Gedanken freuen zu diesen Pickups. Welche sind deine Lieblingstonabnehmer? Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Lass uns austauschen und viel Erfolg beim Ausprobieren von Tonabnehmern. Ich bin soweit mit meinen Gitarren fast durch. Ich habe jetzt die richtigen Tonabnehmer gefunden, aber die richtigen für mich müssen nicht die richtigen für dich sein. Ganz, ganz liebe Grüße. Dankeschön und bye bye. So, und bevor du gehst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir ein Abo hinterlassen würdest. Das hilft mir sehr, damit ich gefunden werde in Google und dass dann meine Seite ein bisschen bekannter wird. Das wäre sehr nett. Und wenn du das Glockensymbol, das hilft auch, anklickst, dann bekommst du immer wieder eine Benachrichtigung, wenn mein nächster Livestream verfügbar ist. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude bereitet wie mir auch. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.